Die Hagia Sophia ist in Forge of Empires eines der größten und imposantesten Bauten. Und das widerspricht auch absolut nicht ihrem realen Vorbild, über welches ihr in diesem Video einen kleinen Überblick erhaltet. Die Hagia Sophia aus dem griechischen Heilige Weisheit war in den letzten Wochen des Öfteren in den Schlagzeilen. Das fast 1500 Jahre alte Bauwerk wurde in nicht mal 6 Jahren als römische Reichskirche im damaligen Konstantinopel, dem heutigen Istanbul, errichtet und hielt diese Funktion auch über 500 Jahre inne. In dieser Zeit wurde sie universell für unterschiedliche historisch bedeutsame Ereignisse eingesetzt, galt aber auch als christliches Symbol. Im Jahr 1054 kam es dann zu einem Machtwechsel und die Hagia Sophia verlor ihren weltlichen Bezug. Nun war sie eine rein byzantinisch-orthodoxe Kirche. 150 Jahre später eroberten andere Christen, um genau zu sein Katholiken, die Stadt und die Hagia Sophia wurde katholisch. Nach nicht mal 60 Jahren wird dieser Schritt durch wieder neue Machthaber allerdings wieder rückgängig gemacht und die Kirche wird wieder griechisch-orthodox. Nach ca. 200 Jahren in den alten Verhältnissen fallen die Osmanen in das Reich ein und gestalten die Hagia Sophia zu einer Moschee um. Nun gehört sie also dem islamischen Glauben an. Erst fast 500 Jahre weiter wird der erste türkische Präsident und Begründer der heutigen Türkei, Atatürk, vorschlagen, die Moschee in ein öffentlich zugängliches Museum umzuwandeln. Doch auch dieser weltliche Zweck wird nicht lange anhalten und keine 70 Jahre später, am 10. Juli 2020, schafft es die berühmte Hagia Sophia wieder in die Schlagzeilen. Der aktuelle türkische Präsident Erdogan wandelt das Museum zurück in eine Moschee. Ein großer Teil der gläubigen Türken begrüßt laut Medienberichten diesen Schritt natürlich, während verschiedene westliche Regierungen diese Entscheidung stark kritisieren und auch einige Ortsansässige befürchten, dass dadurch große notwendige Einnahmen aus dem Tourismus wegfallen könnten. Die Hagia hat also eine sehr wechselhafte Geschichte und wir sehen, dass selbst die heutigen Verhältnisse diese nicht zum Erliegen bringen können. Es bleibt also spannend, wie lange sie ihren jetzigen Zweck beibehalten wird, wenn wir das alle überhaupt noch miterleben werden. Doch nicht nur politisch hat sie in ihrer Lebenszeit immer wieder für Aufsehen gesorgt. Sie galt beispielsweise über ein Jahrtausend als mit Abstand größte christliche Kirche überhaupt. Diesen Platz nimmt mittlerweile der Petersdom in Rom ein. Wobei man natürlich auch sagen muss, dass sie nicht immer ihren heutigen Zustand hatte. Sie basiert auf 2 wahrscheinlich deutlich kleineren Kirchen, die vorher an dieser Stelle standen und auch die heute immer noch atemberaubende Kuppel bzw. mindestens deren Kuppelbögen sind über die Jahrhunderte mehrmals eingestürzt. Es wird angenommen, dass die 40 Fenster am unteren Ende der Kuppel, die bei vielen Betrachtern den Eindruck hervorrufen, diese würde nahezu über dem Bau schweben, eher dazu gedacht waren, potenziell entstehende Risse an den kritischen Stellen einer Kuppel ins Leere laufen zu lassen, damit die Gesamtstatik beibehalten wird. Denn diese bringt es nicht nur auf 33 Meter Durchmesser und 55 Meter Höhe, sondern gilt als damals noch nie zuvor gesehenes Meisterwerk, da die runde Kuppel selbst auf einer eigentlich rechteckigen Basis sitzt, für deren Statik komplett neue Berechnungen angestellt werden mussten. Über mehrere Jahrhunderte war diese übrigens auch vergoldet, was sich erst mit dem Einmarsch der osmanischen Truppen änderte. Übrigens wurde ein Angebot der friedlichen Übergabe der Stadt des angreifenden Sultans vom Kaiser abgelehnt, woraufhin Konstantinopel 3 Tage zum Plündern freigegeben wurde. Noch am selben Tag fand das letzte christliche Gebet in der Hagia statt, welches von orthodoxen und katholischen Priestern gleichzeitig abgehalten wurde, und auch noch am selben Nachmittag wurde durch den Sultan in ihr das erste islamische Gebet ausgerufen. An diesem, einem der zentralen Tage in der Geschichte des Gebäudes, sieht man also, welchen bedeutsamen, verflochtenen Hintergrund dieses historische Gebäude mit den unterschiedlichsten Religionen hat. Auch ein Grund, warum es in der Spätantike und dem Mittelalter als 8. Weltwunder galt, heute zu Recht den Titel eines UNESCO-Weltkulturerbes trägt und eigentlich eine so große Bedeutung als Diskussionspunkt für alle Religionen haben sollte. Haven't left the ground.